Hallo, liebe Dental-TV oder dentale Community im Allgemeinen. Wir wollen da niemanden ausschließen. Alle, die Spaß haben am Zuhören, am Zuschauen, am Lernen, sind herzlich eingeladen, auch heute wieder mal mit Hubert zu sprechen. Und heute geht's ja, wir haben ja schon einiges abgearbeitet zum Thema schlafassoziierte Störungen. Äh, Im Volksmund wird das oft als Schlafapnoe, aber Schlafapnoe ist ja nur ein kleiner Teil aus dem Ganzen heraus besprochen. Und heute hat mir Hubert versprochen, dass er mir ein paar Tipps und Tricks, ein paar Insights äh, zur Verfügung stellt, beziehungsweise uns etwas näher bringt, die auch helfen können, wenn jemand sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen will, auch die Dienste von Hubert. Also ich denke mal, Hubert, du gehörst schon meiner Meinung nach zu denen, die schon, ich glaube, schon fast jahrzehntelange Erfahrung in dem Bereich haben. Und wir hatten letztes Mal schon erwähnt, macht nicht etwas schnell, schnell und denkt, ja, das ist cool, da kann ich jetzt noch ein bisschen Kohle verdienen, sondern aufgepasst, wir sind, wir sind trotzdem noch Zahnärzte und nicht einfach Kurpfuscher. Also das ist wirklich, das liegt mir am Herzen, dass wenn man etwas in seiner Praxis macht, wenn man neue Dinge einführt, wenn man alleine einführt, wenn man CEREC einführt, wenn man Mikroskop einführt, wenn man Schlafmedizin in seine Praxis einführen will und als zusätzliches Angebot, um natürlich auch am Ende etwas Geld zu verdienen damit, sollte man das mit Bedacht machen, mit gutem Coaching, mit guter Vorbereitung. Und Hubert, freut mich, dass du uns jetzt da heute wieder mal ein paar Insights rund um dieses Thema geben kannst. Also wir haben über die Diagnostik gesprochen, wir haben über das Monitoring gesprochen, also mit diesem Watchpad, das man zu Hause einsetzen kann. Ein paar Dinge schon angesprochen, aber vielleicht heute mal so, du hast mir gesagt, du hast ein paar Folien vorbereitet, dass wir das Thema etwas strukturierter anpacken können, um dann den einen oder die andere auf das Thema ein bisschen, auf Schweizerdeutsch sagt man, lustig mache. Das mache ich gerne. Jetzt musst du mir nur helfen. Ich habe ja schon die Wahnsinnsaufgabe vollbracht, aus 300 Kursfolien ungefähr 60 rauszusuchen, damit ich sage, da können wir uns noch mal was raussuchen, damit du ganz schnell im Bilde bist, worum es geht. Also jetzt werde ich mal versuchen, relativ kondensiert mal rüber zu geben an Informationen, was wichtig ist, damit du entscheiden kannst, ob die Schlafmedizin wirklich interessiert. Also es ist ein großer Bogen zwischen Zahnheilkunde, Schlaf- und Atemwege bis zum Jahre 2025, was jetzt auf uns zukommt. Und der Christian Guilleminot, das ist derjenige, der die ganze Geschichte überhaupt ins Rollen gebracht hat, weil er damals in Paris seinem Chef sagte, er würde gerne über Schlaf forschen. Und da hat sein Chef gesagt, was wollen Sie denn da forschen? Nachts schläft der Mensch. Er war natürlich völlig verkehrt davor und er ist dann nach Stanford gegangen und hat dann diese entsprechenden Untersuchungen gemacht und ist dann zu verschiedenen Ergebnissen gekommen, die im Prinzip heute die Grundlage der Schlafmedizin sind. So, was besonders ist und neu ist es, dass wir erstens mal heute uns nicht nur über die Verlegung der oberen Atemwege kümmern, sondern dass es eben auch noch andere Formen der schlafbezogenen Atemstörung gibt. Es gibt also einmal die UAs, das ist etwas, was bei Frauen wesentlich häufiger vorkommt. Deswegen werden bei Frauen auch ganz häufig die Schlafapnoen und die obstruktiven Verlegungen, kompletten Verlegungen der Atemwege nicht diagnostiziert, weil sich diese schlafbezogene Atemstörungen bei Frauen ganz anders äußert. Aber wir haben heute zum Glück technische Möglichkeiten, digitale Möglichkeiten, um auch diese Dinge relativ leicht zu diagnostizieren. Also im Prinzip müssen wir wissen, Schienentherapie ist nach wie vor die Domäne der Zahnheilkunde und deswegen sind wir da auch involviert. Also wir können nicht sagen, naja, die Schlafmediziner verordnen eine CPAP-Maske und dann ist die Sache gut. Nein, wir sind da auch gefordert. Denn es gibt seit 1984 Cochrane-Studien, die gesagt haben, die Unterkieferprotusionsschienen haben eine bestätigte Wirkung. Und heute ist es halt so, dass das Schnarchen enttabuisiert ist. Das heißt, es ist bei Patienten angekommen und sie wissen, es ist nicht nur
eine Geräuschbelästigung, sondern da kann möglicherweise auch ein ganz ernster pathologischer Zustand dahinter stecken. Aber was eben Zahnärzte häufig erleben, dass Patienten fragen, sagen sie, mein Partner schnarcht, können Sie nicht eine Schiene machen? Das ist im Prinzip natürlich verlockend, wie du schon sagst, da könnte man vielleicht ein paar Euro dazu verdienen, aber gilt halt immer noch für uns der Grundsatz, wir dürfen nur behandeln, von dem wir auch wissen, was es ist. Wir können nicht vermeintliches Schnarchen behandeln und dabei übersehen, dass der Patient unter einer schweren obstruktiven Schlafapnoe leidet. Meine persönliche Geschichte, die habe ich dir schon mal erzählt. Mein Vater ist leider mit 58 Jahren in einer Schlafapnoe gestorben und man wusste damals zu dieser Zeit noch nichts darüber. Und ich habe dann über meinen Freund und Kollegen David Lawler praktisch zu einer Geschichte Zugang gefunden, die damals schon in Amerika ja, stattfand, das sogenannte Oral Systemic Balance. Und da David mir nicht erzählen konnte, was es genau ist, weil er dafür mit seinem ganzen Vermögen stand, dass er da nichts rauslässt, habe ich mich langsam rangearbeitet und dann sagte er irgendwann, ja, das ist genau das Richtige. Und ich habe glücklicherweise auch noch als ehemaliger Tauchlehrer an einem Tauchmedizinlehrgang der Marine teilnehmen können, sodass ich ein bisschen mehr Verständnis von der Physiologie der Atmung hatte, weil Tauchen und Atmen hängt natürlich auch eng zusammen. Und im Prinzip mein Kurs hat sich in diese verschiedenen Themen hier aufgegliedert und da wollen wir so ein bisschen mal Sachen streifen, damit du sehen kannst, worum es im Prinzip geht. Also wichtig ist für uns, dass es ein Positionspapier gibt der Deutschen Gesellschaft für Zahnmedizinische Schlafmedizin und da gibt es eine sogenannte S3-Leitlinie, die für uns die Grundlage ist. Die erlaubt uns nämlich auch als Zahnmediziner tätig zu werden. Und ein elementarer Punkt heißt, Zahnmediziner führen das durch, die auf dem Gebiet der Schlafmedizin und der zahnärztlichen Schlafmedizin besonders fortgebildet sind. Also, es soll nicht jeder Zahnarzt machen, sondern soll also schon ein gehöriges Maß an Grundverständnis von den schlafbezogenen Atemstörungen haben. So, jetzt ist vielleicht ganz wichtig, bevor wir uns in die Details begeben, worüber reden wir eigentlich? Also schlafbezogene Atemstörungen, das sind nicht atembezogene Schlafstörungen. Nein, entschuldige. Schlafbezogene Atemstörungen, schlafbezogene Atmen sind im Gegensatz zu nicht atembezogenen Schlafstörungen anzusehen. Wir kümmern uns nur um die schlafbezogenen Atemstörungen. Dann gibt es noch verschiedene andere Dinge, Parasomnien, Dystonien und die uns im Prinzip auch nur von der Definition her interessieren. Ein wichtiger Punkt, was ist eine Apnoe? Eine Apnoe ist ein vollständiger Ausfall des Atemflusses unter 75% der Normalatmung. Müssen wir uns merken. Und dann müssen wir uns noch merken, was ist eine Hypopnoe? Das ist eine sogenannte Flachatmung. Verringerung der Atemtiefe um 25-50% für mindestens 10 Sekunden. Dann gibt es die sogenannte RERA, das ist Respiratory Effort-Related Arousal, eine zentrale Aufwachreaktion durch erhöhten Atemwiderstand. Dann gibt es noch entsprechende Parameter, AHI, Apnoe-Hypopnoe-Index. Da werden Apnoe und Hypopnoe zusammengefasst pro Stunde Schlaf und das wird als Durchschnitt ausgedrückt. Dann gibt es noch den RDI, Respiratory Disturbance Index. Da wird zusätzlich noch zusammengefasst die Atemstörung, Apnoe, Hypopnoe plus RERA. Dann gibt es noch den TST, Total Sleep Time, und den ODI, Oxygen Desaturation Index, die Zahl der Sauerstoffentsättigung pro Stunde. Und zwar um mehr als 4%. Dann gibt es noch die UAS, Upper Airway Restriction Syndrome, die Einengung der oberen Atemwege. Und dann haben wir noch das ganz zentrale Ereignis, das Arousal. Das ist also eine kurzzeitige Aktivierung, quasi eine Alarmreaktion des ZNS während des Schlafes mit vorübergehender Unterbrechung des Schlafes, ohne dass der Betroffene das meist merkt bzw. vollständig aufwacht. Diese Arousals sorgen aber dafür, dass die Tiefschlafphasen zerhackt werden, sind nachher in der Summe vielleicht
ausreichen, aber der Effekt dieser Tiefschlafphase ist dann trotzdem gestört. Arousals werden als plötzliche Veränderung der EEG-Aktivität im Schlaf mit Wechsel von entsprechend langsamen Wellen zu höher frequenten Wellen für mindestens 3 Sekunden definiert bzw. so festgestellt. Die pathologischen Arousals treten dann auf, wenn die Atemwege blockiert sind und der Körper auf eine Hypoxie bzw. eine Hyperkapnie antwortet. Wenn dieses Arousal aus bestimmten Gründen nicht durchschlägt, zum Beispiel durch zu viel Alkoholkonsum oder durch Schlafmittel, dann kann es praktisch zur Hypoxämie, zur schweren Hyperkapnie, zum Atemstillstand und dann zum Tod führen. Das ist eben das, was wir immer im Auge behalten müssen, wenn wir vermeintliche Schnarcher behandeln und meinen, denen mit einer Schiene was Gutes getan zu haben. Gut, diese entsprechend. Da mal ganz kurz unterbrechen. Unser älterer Sohn hat mir gestern gesagt, dass er beim Hals-Nasen-Ohrenarzt war und der hat festgestellt, dass er einfach seine Nasenatmung extrem beeinträchtigt ist durch ein schräges Septum und Verengungen und dass man das unbedingt operieren muss. Und dass dadurch dann auch seine Schlafprobleme behoben werden können. Wie siehst du das? Also, weil, oder im Prinzip sagt man ja, du musst mehr Luft runterkriegen. Es ist klar, wenn natürlich deine Nase, also bei mir ist es auch, ich habe chronisch Polypen. Ich erinnere mich noch, als ich Student war, habe ich den Professor gefragt, ja, was ist denn, wenn man die Polypen entfernt? Da sagt er, ja, dann kommen sie einfach wieder. Die wachsen wieder. Also wenn du quasi diese Tendenz hast, Polypen auf deinen Schleimhäuten in der Nasenregion zu produzieren, dann kriegst du die eigentlich gar nicht weg. Oder nur sehr schwer. Oder du musst das immer wieder wiederholen. Also was ist der Impact der ganzen Nasengeschichte in diesem Kontext? Also die Nasenatmung ist entscheidend und wichtig aus verschiedenen Gründen. Einmal, dass sozusagen das Lumen ausreichend sein muss, so dass du ohne große Anstrengung atmen kannst. Wenn das nicht funktioniert, kommst du zur Mundatmung und die hat bestimmte Nachteile. Der Vorteil der Nasenatmung ist unter anderem, weiß nicht, ob wir das schon besprochen haben, das NO, also Stickmonoxid, durch die Nasenschleimhäute und Kieferhöhlenschleimhäute gebildet wird. Und wenn du durch die Nase atmest, dann wird dieses NO dazugefügt und das macht dann praktisch eine vasodilatorische Wirkung um die Lunge. Das heißt, du kannst den Sauerstoff besser verstoffwechseln. Also ich habe im Prinzip meine Patienten immer zum HNO geschickt, um zu bitten, schau nach, ob es da irgendwelche Behinderungen gibt. HNOs operieren gerne schiefe Nasenscheidewände. Ich habe dir schon gesagt, ich kenne nur einen Patienten, der gesagt hat, das ist toll, eine große Erleichterung. Ich habe etliche Patienten gehört, die gesagt haben, naja, es war sehr unangenehm, es hat nicht wirklich was gebracht. Das muss natürlich von Fall zu Fall entschieden werden. Wichtig ist schon, jeder Patient sollte frei durch die Nase atmen können. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die nur der HNO treffen kann. Aber die Nasenatmung an sich ist sehr wichtig. Noch zu dem Thema eine Frage. Wenn ich jetzt quasi bewusst, ich sitze jetzt hier, ich mache meinen Mund zu, dann habe ich kein Problem, durch die Nase zu atmen. Wieso funktioniert das beim Schlafen oft nicht? Also wieso wechselt man beim Schlafen, und ich merke das selber, wenn ich schlafe relativ schnell ein. Meine Frau sagt immer, sie ist neidisch, dass ich nach 30 Sekunden schon weg bin. Aber ich merke, wenn ich mich bewusst konzentriere und sage, ich mache den Mund zu und ich atme ganz ruhig ein und aus durch die Nase, das funktioniert. Sobald ich schlafe, geht mein Mund auf. Da kann ich dir leider keine wirklich treffende Antwort dazu geben. Ich weiß nur, dass es besser ist, durch die Nase zu atmen. Wenn du natürlich das Gefühl hast, du kriegst durch die Nase genug Luft, dann könntest du theoretisch das mit dem Zukleben mal versuchen, wobei ich das also wirklich, ja, das nur ungern empfehle, weil ich da selber keine Erfahrung dazu habe und ich kenne auch keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die sagen, das ist gut. Die Frage ist halt nur, warum machst du den Mund auf? Keine Ahnung. Wenn du sagst, du hast genug Ventilation durch die Nase. Nein, es ist einfach quasi ein Selbstversuch. Also du liegst im Bett, du machst den Mund zu
und atmest einfach ganz ruhig ein und aus, nur durch die Nase und ich habe das Gefühl, das funktioniert. Aber irgendein Reflex sagt meinem Gehirn, schau mal, mach lieber den Mund auf, wenn du schläfst, was immer. Also darum sage ich mal, vielleicht in so einer Situation könnte man das mit dem Mundzukleben probieren. Ja, ja. Also, die Frage ist natürlich, ob du schnarchst. Und das könntest du ja, wenn du nicht. Ich schnarche je nachdem, wie ich liege. Also meine Frau, also ich merke, wenn ich natürlich auf dem Rücken liege, dann schnarche ich eher. Und wenn ich auf der Seite liege, schnarche ich eigentlich nicht. Ja gut. Also dann wäre die nächste Frage, ob du auch Atemaussetzer hast oder häufiger nachts aufwachst. Nein, ich wache nicht. Also also weil wir gehen ja früh ins Bett und ich habe gemerkt, dass ich dann, wenn ich eigentlich nicht genug müde bin. Also gestern hatten wir Freunde zu Besuch, wir haben ein Fondue gegessen und dann sind wir um 11 Uhr ins Bett oder sogar halb 12 und dann hat mich der Wecker geweckt um 4:45. Also ich bin nicht selber aufgewacht. Ja. Aber sonst wache ich immer so 4, halb 5 wache ich auf und kann dann nicht mehr, also und merke, dass ich absolut ausgeschlafen bin. Also ich sage, sehe keinen Sinn mehr, mich nochmal zu drehen, weil wir um 9 Uhr ins Bett gegangen sind oder halb 10. Das heißt, ich habe meine 7,5 Stunden geschlafen. Also von daher, Das ja, hört sich nach optimaler Schlafarchitektur an, tatsächlich. Also gegen 4 Uhr morgens verändert sich die Hormonlage im Körper. Das heißt, der Körper bereitet sich schon aufs Wachwerden vor. Deswegen hast du auch sozusagen in der zweiten Nachthälfte weniger lange Tiefschlafphasen und mehr Traumphasen. So, typischerweise hat man gerade noch was geträumt und dann wacht man auf. Das ist so eigentlich Zeichen für eine gesunde Schlafarchitektur. Also dann scheint dieses Mundatmen dich in keiner Weise zu stören, dann würde ich es halt so lassen. Aber ich kann dir keine Erklärung geben, warum dein Mund sozusagen nachts aufgeht. Wenn du jetzt stärker schnarchen würdest und deine Frau das Gefühl hat, dass du auch manchmal Atemaussetzer hättest, dann würde man da sicher was tun wollen. ja. Ich frage sie mal. Machst du mal. Und ansonsten kannst du dir, weißt du, aufs Handy irgendwas laden, so 'ne App, das legst du das Handy neben's Bett und das springt dann immer an, wenn du schnarchst. Und dann kannst du mal einmal an der Häufigkeit des Schnarchens und auch an der Qualität des Schnarchens bestimmte Dinge feststellen. Also, man sagt, so das leise, solltende Schnarchen, das ist eher aus dem nasovelaren Raum entstanden und das andere, das Zungenbundschnarchen, das so richtig aggressiv und laut und ungleichmäßig ist, das ist immer ein Hinweis dafür, dass du kurz vor dem Verschluss der Atemwege stehst. Okay. Gut, jetzt machen wir weiter. Also Definition, was eine Präfusionsschiene ist, wie die aussehen soll, da gibt es bestimmte Vorstellungen. Du hast dich ja mal gefragt, wie aus meiner Sicht so eine Schiene aussehen soll. Diese Schiene, die du da rechts siehst im Foto, das ist sozusagen eine, die alles das macht, was eine Schiene machen soll. Das eine typische ist die sogenannte Anlenkung hier. Vorne, oben, hinten, unten bedeutet, wenn der Patient den Mund aufmacht, dann rotiert es hier oben um dieses obere Gelenk und die Protrusion wird noch verstärkt. Das heißt, deswegen brauchst du da keine Gummizüge mehr, um sozusagen den Mund zuzuhalten, damit die Protrusion sich nicht verändert. Dann hat sie praktisch hier Platz für die Zunge, weil der ganze Ansatz der Schiene ist ja, dass wir die Zunge nach vorne bringen wollen, weil wir damit das Hyoid nach vorne bringen und damit die entsprechenden oberen Atemwege öffnen. Und dann siehst du hier noch, nicht so besonders deutlich, aber siehst sozusagen Zungenauflagen. Und diese Zungenauflagen geben der Zunge einen Impuls, nicht hinten unten zu sein, sondern vorne oben. Darum geht's eben, weil wir damit das Pharynx-Lungen offen halten und dadurch wird sozusagen die Atemwege werden damit freigehalten und der Atemwiderstand wird reduziert. Das ist eben der Startschuss, dass wir wissen, es gibt diese S3-Leitlinie und wir wissen, dass die Schienen auch funktionieren. Das ist entsprechend nachgewiesen. Du hattest mir dann noch versprochen, dass du mir mal so eine Anleitung für so eine Schiene hast du die? Habe ich jetzt hier in den 60 Folien? Nein. Aber Kann ich nicht schicken, ja, absolut, natürlich. man das mal ausprobiert. Absolut, absolut. Das kriegst du von mir. Ne? Was man wissen muss, ist, dass eben eine ganz hohe Prävalenz der schlafbezogenen Atemstörungen existiert
Man sagt, 60% der Männer und 40% der Frauen über 18 Jahre schnarchen, was nicht heißt, dass die alle behandelt werden müssten. Zumindestens, wenn der Partner sagt, das Schnarchen stört, gut, dann kann man sie behandeln, aber wir müssen halt immer wissen, was wir behandeln. Und dann ist eben neuerdings auch bekannt, dass die schlafbezogenen Atemstörungen oft mit CMD-Symptomatik begleitet werden, ne? Diese orofazialen Schmerzen, unklare Genese, unruhige Nächte mit schlechter Schlafqualität, oft Atemnot, Kopf- und Nackenschmerzen, das werde ich nachher noch erklären, warum. Und dann die Heiß-Kalt-Empfindlichkeit der Zähne und dann natürlich, Hypertonie und koronare Herzkrankheiten. Das sind so diese Dinge, die häufig die schlafbezogenen Atemstörungen begleiten. Und ich sage auch immer, jede Praxis hat ein Potenzial an Patienten, die behandelt werden müssen, die ihr im Zweifelsfall aber einfach noch nicht erkannt habt. Jetzt gucken wir uns mal die Physiologie ein bisschen an. Wir wissen, Schlaf muss irgendeine ganz wichtige Wirkung haben, sonst hätten wir nicht 6 bis 8 Stunden, sozusagen 1/4 oder 1/3 unseres Daseins würden wir ja mit Schlaf verbringen. So, und was ist Schlaf? Schlaf ist eben ein körperlicher und geistiger Ruhezustand, wo die Umgebung nicht wahrgenommen wird. Der Puls sinkt, Atemfrequenz sinkt, Blutdruck sinkt. Und der Schlaf ist eben ein sehr komplexes Geschehen und das ist überlebenswichtig und hat eine gewisse Architektur. Und wenn die gestört ist, dann funktionieren bestimmte, äh, physiologische Vorgänge nicht mehr. Also spannend. Eigentlich ist es spannend, dass wir schlafen. Aber hat das nicht damit zu tun, dass es einfach einen Tag-Nacht-Rhythmus gibt und sich da der Mensch an das angewöhnt oder die Tiere oder was auch immer sich. Na gut, es gibt auch Tiere, die nachtaktiv sind, die schlafen dann tagsüber. Aber grundsätzlich habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, wieso schlafen wir überhaupt? Also wieso brauchen wir Schlaf? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das haben die sich natürlich auch gefragt. Und dann hat man überlegt, liegt es daran, dass wir vielleicht nachts Energie sparen? Ja, aber das bisschen 10% Energie sparen wiegt nicht die Unsicherheit aus, dass wir vielleicht vom Säbeltiger gefressen werden, sondern es gibt bestimmte andere Dinge und dann weiß man eben schon, die Regeneration ist sozusagen ein wichtiger Teil des Schlafes. So, und, wir wissen, Essen, Trinken, Atmen, Schlafen sind fürs Leben unverzichtbar. Wenn du Tiere am Schlaf hinderst, dann verlieren die bestimmte Funktionen, und dann sterben die in relativ kurzer Zeit. So, jetzt habe ich mal ein ganz interessantes Video für dich, und zwar, hat das der Jeff Illish aufgenommen, was passiert im Schlaf im Gehirn. Das sind jetzt in dem Fall Mäuse. Kannst mal Now, what zuhören? was surprising to us was that the fluid on the outside of the brain, it didn't stay on the outside. Instead, the CSF was pumped back into and through the brain along the outsides of the blood vessels. And as it flushed down into the brain along the outsides of these vessels, it was actually helping to clear away, to clean the waste from the spaces between the brain cells. It's only happening in the sleeping brain. Here, the video on the left shows how much of the CSF is moving through the brain of a living mouse while it's awake. It's almost nothing. Yet in the same animal, if we wait just a little while until it's gone to sleep, what we see is that the CSF is rushing through the brain. And we discovered that at the same time, when the brain goes to sleep, brain cells themselves seem to shrink, opening up spaces in between them, allowing fluid to rush through and allowing waste to be cleared out. Ja, das ist noch mal ganz kurz zusammengefasst. Wir wissen, dass das Gehirn keine Lymphgefäße hat. Wir wissen aber, dass das Gehirn 1/4 unserer Energie, die wir täglich verbrauchen, das Gehirn braucht. Jetzt ist die Frage, wie wird das Gehirn seine Metaboliten, seine Abfallprodukte los? Wusste man lange nicht. Man weiß aber, dass zum Beispiel Alzheimer und Demenz, dadurch gekennzeichnet sind, dass bestimmte Eiweißprodukte, Beta-Amyloide, sich in den Gefäßen sammeln und im Gehirn. So, jetzt weiß man, dass nur in der Tiefschlafphase die Gehirnzellen ein bisschen schrumpfen und sich dann die Cerebrospinalflüssigkeit in das Gehirn ergießt. Und in dem Augenblick, wo der Mensch oder das Tier wieder wach wird, dehnen sich die Gehirnzellen wieder aus und diese Cerebrospinalflüssigkeit wird wieder rausgedrängt. Das hat man eben in diesem Video gesehen. Und das scheint die einzige Möglichkeit zu sein, wie das Gehirn seine Metaboliten los wird. Und jetzt kann man sich vorstellen,
es ist ja anscheinend so, dass diese ganzen Demenzerkrankungen heute häufiger vorkommen als früher. Man weiß aber auch, dass die Leute heute weniger schlafen. Früher war das so, da ging Fernsehen bis um 10 Uhr und dann wurde ausgeschaltet und dann gab es auch keine Bildschirme mehr, die einen sozusagen mit blauem Licht, was dem Gehirn signalisiert, du bist jetzt wach, weil Tag ist. Die haben uns sozusagen unseren Schlafrhythmus nicht gestört. Und dann kann man überlegen, ob möglicherweise sozusagen die Zunahme von den entsprechenden Erkrankungen mit mangelndem Schlaf zu tun hat. Also das sind so verschiedene Geschichten, wo man sagt, deswegen ist es auch für uns Zahnärzte wichtig zu wissen, wie soll eigentlich gesunder Schlaf funktionieren und welche ja, Parameter sind da wichtig. So, also wir wissen jetzt mal, Schlaf ist für vieles erforderlich. Wenn wir was lernen und behalten wollen, wenn wir uns erinnern wollen, wenn wir bestimmte Dinge erneuern wollen oder enkodieren und konsolidieren oder diese Metabolic Clearance von Beta-Amyloiden. Das funktioniert alles hauptsächlich im Tiefschlaf. So, und das weißt du ja auch noch, weißt du, wenn man fürs Examen gelernt hat, hat man natürlich auch ein bisschen am Schlaf gespart, aber zu viel am Schlaf sparen funktioniert nicht, weil dann kannst du nichts behalten. In dem Kontext gibt es eine spannende Geschichte. Viele Studentinnen und Studenten nehmen Aufputschmittel während der Phase des Lernens, weil sie das Gefühl haben, dass sie mehr aufnehmen können, länger lernen können. Also vielleicht so als Randbemerkung, wie stehst du jetzt zu diesem Thema? Ich meine, es gibt ja quasi, das gibt es ja auch im Militär und überall haben ja eigentlich die Kampfpiloten oder auch Soldaten bekommen ja Aufputschmittel mit auf den Weg gegeben, dass sie länger einsatzfähig sind und ja, weniger Schlaf brauchen. Also für mich, ich denke immer, wahrscheinlich ist es eine temporäre Geschichte, die du nicht jetzt 20 Jahre lang am Stück aufrechterhalten kannst. Aber wie siehst du das? Also ich kann es nur ich habe ein ganz klein bisschen persönliche Erfahrung damit, darüber will ich jetzt aber nicht berichten. Während des Studiums hatte ich nämlich einen Studienkollegen, der hat Nachtwache gemacht auf der Intensivstation und der hatte Zugang zu Captagon. Das habe ich dann auch mal ausprobiert. Ich war völlig enttäuscht, weil ich bin danach eingeschlafen und sagte, so kannst du wieder ein Examen bestehen. Also das ist, aber es ist so, wichtig ist, du brauchst einfach diese Tiefschlafphase, weil du sonst bestimmte Dinge im Gehirn nicht umsetzen kannst. Du kannst dich zwar länger wach halten, aber das wird zu Kosten der Tiefschlafphase gehen. Das kannst du vielleicht mal 2, 3 Tage machen, aber auf Sicht hat das keinen Sinn. Aus physiologischer Sicht. Dann ist nochmal wichtig, dass man weiß, die REM-Phase, das ist eine ganz spezielle Phase. Wir schlafen und teilen ja den Schlaf ein in Non-REM 1, 2 und 3 und dann kommt die REM-Phase. Das ist eine sogenannte paradoxe Schlafphase. Warum? Das Gehirn verarbeitet emotionalen Inhalt im Traum und REM-Phase verursacht Stress. Da wird das limbische System aktiviert, dann wird im Schlaf die Atmung schneller, flacher und unregelmäßig. Es kann sogar kurze Apnoeen geben und es gibt die sogenannte tonische Hemmung der Muskulatur. Das heißt, du möchtest im Traum weglaufen, kannst aber nicht, weil es diese tonische Hemmung gibt. Und du hast einen Anstieg von Puls und Blutdruck und hast auch einen erhöhten Sauerstoffverbrauch. Und wenn du jetzt zum Beispiel häufiger mal davon träumst, dass du ertrinkst oder erstickst, dann sind es möglicherweise auch Hinweise auf obstruktive Schlafapnoe. Und die sogenannten kardialen Notfälle, die finden oft in den frühen Morgenstunden statt, weil dann eben diese paradoxe Schlafphase, wo du mehr Sauerstoff brauchst, aber weniger bekommst, dann dazu führt, dass es eben einen kardialen Notfall gibt. So. Ja, wenn wir uns die ganze Sache angucken, dann müssen wir auch noch mal gucken, über welche anatomische Strukturen reden wir denn eigentlich? Also wir haben einmal hier den Nasopharynx und dann haben wir den Oropharynx. Und das sind sozusagen 2 Teile. Ich sage mal, das ist so wie ein unbeschränkter Bahnübergang. Solange der Luftweg offen ist alles gut. Wenn jetzt aber Speise kommt und dann das nicht richtig getrennt wird und eventuell in die Luftwege reingeht, das ist mit dem Überlegen nicht vereinbar. Das heißt, wenn jeder zweite Schluck Kaffee in der Lunge landen würde, wäre das eine Katastrophe. Also das muss man einfach wissen, dass da bestimmte Dinge funktionieren oder funktionieren müssen. Und hier ist unser Gaumensegel. Jetzt können wir uns vorstellen, dass beim Schluckakt
sozusagen, dass alles hier hochgezogen wird und das Gaumensegel die Nase verschließt. Da gab es mal schlaue Chirurgen, die haben gesagt, wenn Leute schnarchen, dann liegt das an dem Gaumensegel, dann schneiden wir es einfach weg und dann schnarcht der Patient nicht mehr. Alles richtig. Das Problem ist nur, der kann beim Schlucken den Nasenvorhang nicht mehr verschließen und dann landen die Erbsen in der Nase. Ob das nun toll ist, weiß ich nicht. Und im Übrigen hat das auch mit der obstruktiven Schlafapnoe überhaupt nichts zu tun. Es hat eben nur was mit Schnarchen zu tun. Gut, okay. Gucken wir mal weiter. Dann unterteilen wir in die, sagen wir, non-schlafbezogene Atemstörungen, die uns als Zahnmediziner halt nur am Rande interessieren, weil wir die nicht beeinflussen können. Dann haben wir die schlafbezogenen Atemstörungen und da gucken wir uns einmal an. Wir haben isoliertes primäres Schnarchen, sogenannte Rhonchopathie. Das ist auch schon eine Veränderung im Schlaf. Hat eben mit dem Schlaf was zu tun, weil wir schnarchen ja tagsüber zum Glück nicht. Also ist das schon mal eine Atemstörung im Schlaf, die aber weiter keine entsprechenden Nachteile hat. Dann gibt es das sogenannte Schnarchen mit Behinderung der Atmung und dann gibt es das Schnarchen mit Atemaussetzern. Das sind praktisch diese zwei Sachen, die uns ganz spezifisch jetzt interessieren. Ne? Und dann müssen wir auch noch wissen, dass es beim Schnarchen ja Vibrationen gibt und je nachdem, das ist jetzt gerade wieder bestätigt worden, wie lange und wie heftig ein Mensch schnarcht, kommt es zu Verletzungen der Intima durch diese Vibrationen. Und diese Verletzungen, die werden dann entsprechend versucht, durch Anlagerung von Plaque zu reparieren. Und wenn du ab morgen dann deine Patienten mal auf dem OPG beguckst, dann guckst du mal, ob du in dem Bereich Verkalkung siehst. Das sind Hinweise auf diese arteriosklerotischen Veränderungen der Karotiden. Und das ist natürlich immer eine Geschichte. Das weiß der Kardiologe, dass das ein hohes Risiko für einen Schlaganfall beinhaltet. Also deswegen haben wir sozusagen auch schon mal wieder Zugriff auf bestimmte Dinge, die wir als Zahnärzte sehen. Und das sollten wir dann auch entsprechend weiterleiten, nicht? Diese Nebenbefunde. Okay. Dann gibt es ja die Pathophysiologie, das obstruktive Schnarchen, was da eigentlich passiert. Das wollen wir jetzt nicht alles im Einzelnen auseinandernehmen. Das ist Teil des Kurses, wo ich dann genau erkläre, was passiert wann. Was interessant ist, wenn wir mal solche Patienten sehen mit einer verkerbten Zunge, dann kann das durchaus ein Hinweis sein auf einen Reflux. Reflux kann dadurch entstehen, dass man sehr hohe negative Drücke erzeugen muss, um Luft zu holen. Und dann kann es sein, dass sich sozusagen Magensäure aus dem Magen in den Esophagus ergibt. Das Gut, aber ich habe zum Beispiel auch einen leichten Reflux, aber den hat man untersucht, der hat mit quasi einfach mal, wie nennt man das, eine Schwäche quasi beim Zwerchfell, also dass der Verschluss nicht immer ganz perfekt funktioniert. Und ja, und ich merke das einfach je nachdem, was ich gegessen habe. Okay, wenn du das natürlich so ein bisschen zuordnen kannst, ist sehr gut, aber wie gesagt, der Reflux, den hast du häufig bei der sogenannten UAS, Verengung der oberen Atemwege. Wenn die Atemwege komplett verschlossen sind, dann kannst du zwar Unterdruck erzeugen, aber es fließt nicht mehr. Aber wenn die Atemwege enger werden, dann kann sich der Atemwiderstand auf bis zu 300% erhöhen. Das heißt, du musst richtig kräftig einatmen, weswegen dann unter Umständen morgens auch die Nackenmuskulatur und die Kopfbewegung sozusagen schmerzhaft sind, weil du die ganze Nacht versucht hast, krampfhaft Luft zu holen. Also achtet mal in Zukunft auf bei euren Patienten, ob sie Zeichen für einen Reflux haben. Könnte damit auch zusammenhängen. Ne? Gut, jetzt habe ich ein ganz schönes Video und zwar zeige ich dir mal einen dysfunktionellen Schluckakt und was dann passiert, wenn man eine bestimmte Schiene einsetzt. Pass mal auf, was hier passiert jetzt. Also, hier muss ich also richtig Mühe geben, runterzuschlucken. Das ist eine ehemalige Mitarbeiterin von mir. So, jetzt habe ich dir eine Schiene eingesetzt. Oh, ist schon weg. Sie war selber erstaunt, dass sie beim Schlucken sich gar nicht anstrengen muss. Das hat alles mit einer speziellen Schiene zu tun, die im Prinzip nichts anderes macht, als die Lage der Zunge zu verändern. So, machen wir weiter. So. Und dann gibt es ja diese sogenannte Tagesuhr, also die
Verengung der oberen Atemwege kommt einmal nachts zu tragen, aber die gibt es auch tagsüber. Und das ist sozusagen das, was in Deutschland eigentlich überhaupt noch nicht angekommen ist. Okay, und das ist hier übrigens eine interessante Geschichte. Dieses Bild von einer jungen Frau ist die Tochter eines Kollegen von uns, die mit 17 Suizid gemacht hat, erfolgreich. Und da sind sie später darauf gekommen, dass die an der UAS gelitten hat und dass das eben so starke psychische Beeinflussung macht, dass sie gesagt hat, sie kann nicht weiterleben. Also, was ist sozusagen Zeichen für die UAS? Chronisches Müdigkeitssyndrom. Ich hoffe, dass du das hier nicht siehst, hier unten. Angstgefühle und Panikattacken. Das ist natürlich etwas, was deine Patienten dir nicht auf dem Silbertablett servieren. Aber wenn du sie entsprechend danach fragst, vorsichtig, dann sagen die, ja, ich habe manchmal so Herzklopfen und weiß gar nicht warum, woher das kommt. Dann hat sie Druckgefühl auf der Brust, sich häufig räuspern, wissen wir jetzt schon warum. Saures Ausstoßen, unerklärliches Herzklopfen, Herzrasen, Depression, Suizidgefahr und dann Malapati-Score, den du ja mittlerweile kennst, 3 bis 4. Ne, dann guckst du so jemanden mit dem Mund, sagst, Himmel, wenn die Patientin den Mund zumacht, wie will die eigentlich noch Luft holen? Weil die Zunge den ganzen Raum sozusagen in Anspruch nimmt. So. Und das ist so ein wichtiger Teil meines Kurses, dass man lernt, die obstruktive Schlafapnoe von der Tages- und Nacht-UAS zu unterscheiden. Also, die obstruktive Schlafapnoe, die haben deutlich mehr Apnoen und Hypopnoen, haben keine Rera. Die haben aber häufig eine Sauerstoffentsättigung des Blutes. Das sind häufig männliche Patienten und häufig über 50 und adipös. Dann haben sie eine komplette Obstruktion der Atemwege und die Hauptbeschwerden sind dann Müdigkeit. Und wie wird das festgestellt? Durch die Polysomnographie. Klammer auf, können wir auch mit unserem Watchpad machen, aber das ist im Sinne von Screening. So, und jetzt die Tages- und Nachts-UAS, die eben die Patientinnen, meist Patienten auch tagsüber beeinträchtigt. Sie haben keine Apnoe und keine Hypopnoe, aber häufig die Rera, also Respiratory Effort-Related Arousals. Das heißt, die wachen nachts auf, schweißgebadet, haben Angstgefühle, kriegen keine Luft, weil sich die Atemwege immer weiter verengt haben. Sie haben aber keine Sauerstoffentsättigung. Das ist ganz wichtig. Deswegen werden die auch im Schlaflabor häufig nicht erkannt. Dann sagen die, ja, ist doch alles in Ordnung. Sie haben keine Apnoe und keine Entsättigung. Es sind häufig Frauen, häufig normgewichtig, aber das Hauptproblem ist, der Atemwiderstand wird sich bis zu 300% erhöhen. Und die haben ja häufig Depressionen, Angstgefühle, sind erschöpft und die werden häufig nicht diagnostiziert. Selbst wenn du das Schlaflabor schickst, sagen die, nee, ist ja alles in Ordnung. Oder wir haben da was entdeckt, aber kommen Sie mal in einem Jahr wieder, dann gucken wir. Das ist natürlich aus unserer Sicht völlig daneben. Ne? Die UAS kann man so sagen, das ist ein Ausdruck von dem Kollegen, dessen Tochter Suizid gemacht hat, like a 10-gallon tongue and a 5-gallon bucket. Also das ist zu viel Zunge für den Raum, den sie im Mund hat. Hier habe ich mir nochmal aus der Anatomie ein Präparat besorgt. Und da kann man schon sehen, wenn die Zunge weiter nach vorne geht, dann öffnet sich das. Wenn die Zunge nach hinten geht, verengt sich das alles. So. Und das muss man einfach nochmal sozusagen im Kopf behalten, damit man weiß, wie wichtig die Lage der Zunge ist. Und wir haben ja auch schon mal über die physiologisch richtige Lage der Zunge gesprochen, vorne oben. Ne? Gut. Und das ist dann mal so eine typische Zunge einer Patientin, die unter der UAS leidet. Das ist übrigens eine Mitarbeiterin von Gerhard Werling, den kennst du, glaube ich, auch. Ne? Wir haben häufig mal da korrespondiert und dann hat er bei seinen Mitarbeitern geguckt und das ist eine typische Geschichte, natürlich nicht das Piercing, aber wenn du schon siehst, diese Impressionen an der Zunge, dann sagst du, okay, wahrscheinlich hat die Zunge zu wenig Platz. Jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz an, worauf achtet der Zahnarzt, wenn er was macht? Also ganz klar, diese entsprechenden Befunde, Zahnbefund, Lockerung, PRR, dann Bisslage, ist überhaupt eine Protrusion möglich? Wenn die nicht möglich ist, sind wir schon fast am Ende unserer Möglichkeiten. So, dann keilförmige Defekte. Warum? Wir haben ja gesagt, masseter Zungenreflex, wenn die Patienten nachts mit den Zähnen pressen und da vielleicht auch ihre keilförmigen Defekte herkommen, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass Patienten dadurch nachts besser Luft zu kriegen, weil beim Zusammenbeißen die Zunge aktiviert wird und nicht schlapp nach hinten fällt.
So, diese ganzen Details, die lese ich jetzt nicht vor, aber wir wissen ja, wonach wir gucken. Was ganz wichtig ist, wir gucken uns mal den Patienten an, ob der vielleicht eine Forward Head Posture hat. Wir wissen ja mittlerweile, dass durch diese Vorwärtsverlagerung des Kopfes das Thyroid gestreckt wird und dass sich dadurch die Atemwege öffnen. So, das heißt also nicht nur, jetzt musst du erst mal zum Physiotherapeuten gehen, dass der dir sagt, wie du gerade stehst, sondern das hat eben auch möglicherweise einen funktionellen Hintergrund. Und dann habe ich hier noch eine Geschichte, die ich sozusagen in der Praxis selber entwickelt habe. Wenn du jetzt Patienten erzählst, dass sie schlafbezogene Atemstörungen haben, dann redest du, oder sie haben vielleicht eine UAS, dann haben die das Gefühl, du redest vom Mond. So, jetzt kannst du aber sozusagen einen Patienten mitholen, der macht dann sozusagen Co-Diagnose. Das legst du in deiner Behandlungsliege mal flach hin und sagst, okay, schließen Sie mal den Mund und atmen mal ganz entspannt durch die Nase. Okay. Und jetzt machen Sie Folgendes und merken sich mal den Atemwiderstand. Jetzt machen Sie Folgendes, jetzt machen Sie den Mund ein bisschen auf, stecken die Zunge ein bisschen raus, dass man nicht sieht, und atmen wieder durch die Nase. Und dann siehst du häufig schon am Abdomen, dass sich das deutlicher bewegt. Und dann fragst du die Patienten, was merken Sie denn? Ich sage, das geht leichter. Ja, genau das wollte ich Ihnen zeigen. Ich wollte Ihnen zeigen, wie groß der Einfluss der Zunge auf die Atmung ist. Jetzt stellen Sie sich mal vor, im Schlaf fällt diese Zunge, so groß wie Ihre Faust, nach hinten und behindert Ihre Atmung. Aha, dann sind die schon mal interessiert, weil sie sagen, oh ja, der hat mir das ja gezeigt. Und dann zeige ich Ihnen noch diesen Schlucktest. Wenn der asymptomatisch ist, ist gut, wenn der nicht asymptomatisch ist, also wenn das so auffällig ist, der Patiент sich mühen muss zu schlucken, dann frage ich ihn immer, haben Sie ein Handy? Ja, geben Sie mal her. Dann mache ich mal eine Videoaufnahme und zeige ich Ihnen mal, wie das aussieht, wenn Sie schlucken. Und in dem Augenblick, wo Sie das Video sehen, wo Sie sagen, was sagst du jetzt? Dann denken die natürlich, ja, wieso, was ist denn daran nicht normal? Weil Sie schlucken ja schon immer so. Kommen nicht drauf, dass es eben nicht funktional ist. Das sind so verschiedene Dinge, die ich dann auch halt im Kurs nochmal in aller Ruhe bespreche. Hier sind die beiden Watchpad-Typen, einmal das 300er und das Watchpad One, haben wir schon drüber gesprochen. Und das ist das, was wir unter anderem sozusagen auch begutachten sollen. So, das ist ja das, was uns das Gerät zeigt. Das ist übrigens eine Kollegin von uns, die hat mal freundlicherweise nach dem Kurs auch mal Patientendokumente rübergeschickt. Und das ist von einer jungen Frau gewesen, die sagte, die ist eigentlich sehr energetisch, aber sie hat keine Energie mehr zu arbeiten. Also dann sieht man hier, dass sie in der ersten Nachtshälfte nur wenig Tiefschlafphasen hat, hier ein bisschen längere. Hier hat sie gar nichts, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Und die Traumphasen, ja, die sind ein bisschen länger, aber sie hat eben auch verschiedene Wachphasen hier. So. Das heißt, die kann schon gar nicht ausgeschlafen sein. Dann sieht man, dass sie ständig hier einen hohen Puls hat, über 100 zum Teil. Also wenn du nachts im Bett liegst und schläfst, ist es ziemlich, ja, erklärungsbedürftig, wieso du dann plötzlich so hohe Pulsspitzen hast. Das hat immer was mit der Atmung zu tun und mit dem Schnarchen. So. Also das sind Geschichten, die wir dann im Kurs auch im Prinzip in Extenso besprechen. Wobei ich mittlerweile sage, okay, wenn die Kollegen sich so ein Gerät kaufen, investieren, dann helfe ich ihnen auch bei der Auswertung. Weil wenn du es 10-mal gemacht hast, dann weißt du, worauf du gucken musst. Aber es gibt eben bestimmte Beziehungen, warum hat der Patient da einen entsprechend hohen Puls? Was ist die Schlaflage gewesen? Hier kann man nochmal die Schlaflagen und die Schnarchgeräusche sozusagen ablesen. Da gibt es immer einen entsprechenden Zusammenhang. So. Und ich sage mal, wenn wir als schlafmedizinisch tätige Zahnärzte tätig sind, dann müssen wir uns auf Zahlen berufen können. Ja? So. Und wenn wir dem Schlafmediziner sagen, ja, ich habe das Gefühl, das ist ja alles Unsinn. Besser ist, wir geben ihm ein entsprechendes Schlafprotokoll und sagen, der Patient hat die und die Parameter. Bitte gucken Sie nach, was Sie da aus Ihrer Sicht tun können. Dann ist nochmal wichtig die Mund- und Nasenatmung. Warum ist es eben wichtig? Schutz vor Fremdpartikeln, First-Line-Impfung. Du weißt ja, dass es auch schon Impfungen über die Nasenschleimhaut gibt. Klimatisierung und Befeuchtung ist wichtig. Die NO-Anreicherung haben wir auch schon besprochen, weil es dann eben eine bessere Vasodilatation und Perfusion in der Lunge gibt. Auch eine unspezifische Immunabwehr durch NO. Und dann gibt es den Nasenzyklus. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Der Nasenzyklus
heißt, dass man nicht immer durch beide Nasenlöcher gleichmäßig atmet, sondern es kann sein, dass eins zugeht und man durch das andere atmet. Und warum ist das so? Weil die Nasenschleimhaut sich regeneriert. Die befeuchtet sich wieder und macht verschiedene Dinge, damit sozusagen nachher die Atmung wieder funktioniert. Also das ist der sogenannte Nasenzyklus. Und dann haben wir nochmal besprochen, der kritische Verschlussdruck. Also du brauchst in diesem System immer einen bestimmten Mindestdruck, damit das nicht kollabiert im oberen Bereich. Es gibt auch Leute, die können negativen Druck haben und kollabiert nichts, aber es ist eben ein Wert, den man dann auch mal neuerdings beachtet. Was ist der kritische Verschlussdruck? So, dann kommen wir natürlich zur Therapie. Die klassische Goldtherapie ist nach wie vor die CPAP, also die Continuous Positive Air Pressure. Es wird also nicht Sauerstoff gegeben, sondern es wird praktisch nur pneumatisch durch einen gewissen Druck in Millibar werden die Atemwege offen gehalten. So. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten mit einer Nasen-CPAP, also einer N-CPAP. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass die sozusagen atemabhängig den Druck erhöhen oder reduzieren, damit du nicht ständig gegen einen Druck ausatmen musst. Das ist jetzt aber sozusagen gar nicht unser Thema. Dann kommt gleich als zweites die Profusionsschiene, die spezielle Dinge eben sozusagen erfüllen soll. Dann gibt es chirurgische Verfahren. Diese Geschichte haben wir schon besprochen. Der kann nicht mehr schnarchen, er kann aber auch nicht ordentlich runterschlucken, weil sozusagen Teil der Speise in der Nase landet. Das sind dann chirurgische Verfahren, die obsolet sind. Es gibt aber bestimmte Verfahren, die durchaus sinnvoll sind. Und dann gibt es noch weitere Verfahren, weiß ich, wie Schnarchbrille und solche Geschichten, die funktionieren aber alle nicht oder nur beschränkt. Dann gibt es eine bestimmte Behandlungsstrecke. Wie soll das eigentlich ablaufen? Kommt ein Patient auf Empfehlung, durch Werbung oder aus dem eigenen Patientenstamm und dann stellt er sich vor und wir untersuchen den. Und dann gibt es entweder die Möglichkeit, ihn an den Schlafmediziner zu überweisen oder alternativ, wir machen mit ihm ein heimisches Schlafprotokoll durch Watchpad. So, und dann stellen wir entweder fest, der hat nur primäres Schnarchen, dann dürfen wir laut Leitlinie ihn selber behandeln mit einer Unterkieferprotosionsschiene, einer Schnarcherschiene, wobei ich diesen Ausdruck nicht besonders glücklich finde. Es kann auch sein, dass er vom Schlafmediziner dann sagt, okay, er muss eine CPAP bekommen oder der Schlafmediziner sagt, da ist es so schlimm, er sollte entsprechend durch chirurgische Maßnahmen behandelt werden. Oder wir sagen halt, okay, Schlafmediziner sagt, er kann eine OPS haben. Das ist immer sinnvoll, wenn wir einen Patienten ins Schlaflabor schicken mit entsprechenden Parametern, dass wir sagen, aus unserer Sicht, aus zahnärztlicher Sicht, könnte man den Patienten auch mit einer Unterkieferprotosionsschiene versorgen. Weil das liegt dem Schlafmediziner nicht so nahe wie die CPAP. Mit der CPAP geht er täglich um und der Schiene, der guckt dem Patienten ja auch nicht in den Mund. Deswegen. Und Patienten finden das natürlich dann sehr gut, weil sie sagen, oh ja, dann habe ich die Chance, mit der Schiene sozusagen nach Hause zu gehen. Wobei es dann in Deutschland so ist, bevor der Schlafmediziner sagt, macht der eine Schiene, muss er erstmal nachgewiesen haben, dass die CPAP nicht funktioniert. Das hat aber Kostengründe, weil die Krankenkassen diese CPAPs nur mieten und verleihen und wenn es nicht funktioniert, geben sie es wieder zurück. Und eine Schiene müssten sie halt komplett bezahlen. So. Ja, und dann wird die eben angefertigt, eingegliedert, dann wird es kontrolliert, eventuell titriert und dann kann man sagen, gut, Behandlung ist erfolgreich oder nicht. Aber bei den Patienten, die wir sozusagen über Watchpad dazu gebracht haben, können wir auch in der Praxis diese Kontrolle machen. So, lieber. Okay, dann gibt es natürlich die Frage klinisches Vorgehen. Das brauchen wir jetzt auch nicht alles im Einzelnen zu begucken, aber es ist so, dass wir natürlich gucken, ist die Mundöffnung eingeschränkt, ist sie asymmetrisch, machen im Prinzip einen Check von CMD. Denn wenn ein Patient eine massive CMD hat, dann dürfen wir nicht erwarten, dass das durch die Behandlung besser wird. Aber interessanterweise gibt es Erkenntnisse, dass das Kiefergelenk unter dieser Unterkieferprotusionsschiene nicht leidet. Es gibt keine zusätzlichen Schäden. Aber was man auch weiß, ist, solange man diese Schiene trägt, also spätestens, glaube ich, jetzt gibt es Untersuchungen über 11 Jahre, dass du eine Veränderung der Bisslage bekommst. Und da muss den Patienten unbedingt darauf hinweisen, denn wenn er hinterher sagt, ja,
alles schön und gut, aber ich kriege ja meine Backenzähne nicht mehr zusammen. Da muss ich sagen, das habe ich Ihnen vorher gesagt. Es gibt auch bestimmte Möglichkeiten, was man tun kann, um das zu verhindern. Aber es gibt dann immer so die schöne Alternative, entweder werde ich eugenat nicht alt oder ich bin dysknat und kann älter werden, weil ich nicht in einer obstruktiven Schlafapnoe versterbe. Gut, okay. Das ist so hier das Bild, auf das bin ich besonders stolz, weil das zeigt, wie diese Zungenauflage die Zunge von unten hinten nach vorne bringt durch diesen Impuls. Wir wissen, dass sozusagen alle Maßnahmen, die sozusagen zur Verfügung stehen, nur eine Funktion haben, nämlich die Zunge zu aktivieren und nach vorne zu bringen, weil das die Atemwege öffnet. Ob wir das jetzt allein durch Protrusion des Unterkiefers hinkriegen oder in Kombination mit einer Zungenauflage oder. Also das ist sozusagen das ganz Entscheidende bei der ganzen Geschichte. Und hier siehst du nochmal die Schiene, die entsprechend diese Möglichkeiten hat, dass eben auch hier vorne Platz für die Zunge ist. Also eine der, sage ich mal, fehlgeleitetsten Schienen ist die Schiene, die hier vorne ein Schloss hat. Ja, das hast du mir letztes Mal schon erklärt und das macht jetzt in diesem Kontext absolut Sinn. Macht Sinn, ne? Genau. So, und dann ist natürlich die Frage, welche Schiene, das ist das Erste, was ich immer gefragt werde. Das müsst ihr euch dann selber ausgucken. Ihr wisst ja, was die Schiene bewirken soll. Und dann könnt ihr gucken, ob Aber ich denke, dass wir da, das ist gerade ein guter Punkt, weil ich bin jetzt ein bisschen im Schuss mit der Zeit, aber das ist ein guter Punkt, dass wir das Thema Schiene Ja, in einer separaten Sitzung diskutieren, weil das sicher viele Kolleginnen und Kollegen interessiert. Ich denke, dass du da einen wunderschönen Überblick, also das muss man sich mehr als einmal anhören, ja. dass man da wirklich alles genau versteht und zeigt mir auch nochmal, die ganze Geschichte ist schon nicht so ganz banal, wie sich das vielleicht viele vorstellen. Ja. Ich werde dann, oder die das schauen, werden auch begreifen, dass es Sinn macht, einen Kurs bei dir zu buchen zu dem Thema. Aber lassen wir das mal jetzt so da stehen, lassen wir das mal sacken und machen wir eine nächste Folge, wo wir das Thema Schiene quasi, was funktioniert nicht, wieso die Schiene besser ist als die andere. Also das ist so ein Paket, das sicher ganz viele Kolleginnen und Kollegen da draußen interessiert. Also in dem Sinne möchte ich mal sagen, herzlichen Dank, Hubert, für den sehr detaillierten Einblick. Ich muss mir das selber dann auch noch 2, 3 Mal anhören, dass ich da wirklich alles nochmal verdauen kann. Aber sehr spannend und ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick. Wir wünschen allen da draußen, wir haben schon mal gesagt, du kannst es ja auch nächstes Jahr noch anschauen, aber wir wünschen trotzdem allen mal schöne Feiertage, ein paar erholsame Tage im Kreis der Familie, viel Gesundheit, schlaft gut Jawohl. und schaut auch, wie ihr schlaft. Das ist sicher ganz, ganz eine gute Geschichte und einen guten Start ins neue Jahr. Und wir starten dann ins neue Jahr mit dem Thema Schiene, welche Schiene funktioniert und welche Schiene funktioniert nicht. Also Hubert, super cool. Danke vielmals für das Teilen deiner langjährigen Erfahrung und ich freue mich schon auf unsere nächste Episode. Ich danke dir und ich schließe mich deinen Wünschen an.